Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und ich habe im Internet ein neues Abenteuer für das Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon gefunden mit dem interessanten Titel Der Wahn des Midas, entwickelt von Julian und Lorenz Ditius. Dieses Abenteuer findet ihr auf städtebauen.de. Diese Internetseite habe ich euch auf meinem Kanal verlinkt. Schaut da mal unter Zeus rein. Es gibt da auch noch für andere Spiele sehr interessante Tipps und Tricks und natürlich auch Missionen und Szenarien. Wir spielen aber jetzt hier erstmalig das Abenteuer Der Wahn des Midas. Zur Erforschung des fernen Griechenlands sendet der Atlantische Rat eine Expedition gen Osten. Im benachbarten Kleinasien herrscht König Midas über das phrygische Imperium. Ein Bündnis mit ihm könnte viele Vorteile mit sich bringen. Dieses Abenteuer stellt eine ziemlich schwierige Herausforderung dar. Ja, genau darauf habe ich Lust. Ein schwieriges, noch nicht gespieltes Abenteuer für Zeus. Ja, und dann schauen wir uns doch mal die erste Episode direkt an. Gerade kam Athlon, der hohe Herrscher des Reiches, zu uns. Erhobenen Hauptes teilte er uns den Auftrag mit, auf den wir so lange gewartet hatten. Vor 26 Jahren war die erste Fregatte zu einer Expedition in das ferne Griechenland aufgebrochen. Inzwischen war in Thera ein atlantidischer Vorposten errichtet worden und unsere Landsleute hatten gute Kontakte zu der einheimischen Bevölkerung geknüpft. Insbesondere König Midas steht hoch in unserer Gunst. Der große phrygische Herrscher zu Gordion, besitzt angeblich durch die Macht des Dionysos die Gabe, alles Irdische durch seine Berührung zu Gold verwandeln zu können. In direkter Nachbarschaft residierend, übt er einen großen Einfluss auf die hellenischen Völker aus, sodass die Griechen, die uns lange Zeit skeptisch gegenüberstanden, sich nun weniger widerborstig geben. Allerdings handeln diese Menschen, die uns schon immer ein wenig barbarisch vorkamen, wohl weniger aus reiner Nächstenliebe, denn aus wirtschaftlicher Vernunft. So scheinen sie es auf die Vorzüge der atlantidischen Waren, wie das Metall Orikalk und sonnenverwöhnte Orangen abgesehen zu haben. Deshalb, sprach Athlon, werde es Zeit, auch die letzten griechischen Eigenbrötler zu überzeugen und die Region wirtschaftlich weiter zu erschließen. Was könnte also besser sein, als eine neue Stadt zu gründen, die Thera in Ökonomie und Wissenschaft weit übertrifft und als Aushängeschild der atlantidischen Hochkultur in Erscheinung tritt? Die Nähe zu unserem starken Verbündeten Midas könnte sich dabei als Vorteil erweisen, damit die Griechen nicht auf dumme Gedanken kommen. Zum Zeichen unserer friedlichen Absichten sollten wir unserer Schutzgöttin, der schönen Aphrodite, zu Ehren ein Denkmal setzen, damit schon von weit her zu sehen ist, dass der Pazifismus eine atlantidische Grundtugend ist. Auf zu den neuen Ufern! Damit verneigte Athlon sich vor uns jungen Abenteurern und wünschte uns Glück und Erfolg in unserer Mission. Die Spannung steigt. Morgen lichten wir den Anker. Die erste Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Der erste Schritt. Ja, und unser Name ist also Thasius Nestor Clementio, der in freundlicher Erwartung gen Osten segeln wird, weil er den Auftrag hat, in Griechenland eine große neue atlantische Stadt zu gründen. Und die Ziele sind, eine Bevölkerung von 2000 Einwohner aufzuweisen. Und davon müssen 1000 Personen in einer Wohnung der Kategorie Haus oder besser leben. Ja, und zu guter Schluss müssen wir unserer Hauptgöttin, nämlich Aphrodite, einen kleinen Schrein errichten. Ja, das klingt doch eigentlich nicht ganz so schwierig. Und wir schauen uns jetzt mal die Karte an, wo wir unsere Stadt gründen werden. Obligatorisch gehen wir in den Pausenmodus und schauen uns bei der Übersicht die Minimap an. Okay,
Ja, wir haben hier genau in der Mitte einen Fluss. Wir gehen mal nach Norden. Oh, ist die Karte hier schon zu Ende. Sehr felsig, sehr terrassiert. Wir haben hier Wild, aber auch Wolfsrudel. Gehen wir mal Richtung Osten. Okay, also der nördliche Landteil ist recht klein. Allerdings haben wir hier weitere Möglichkeiten, Wild zu produzieren. Hier haben wir eine kleine Fläche, die fruchtbar ist. Ja, wir haben auch hier Seeigelvorkommen, sehe ich gerade. Gut, dieser Fluss zieht sich hier tatsächlich weiter, einmal durch die Karte. Gut, dann haben wir hier ja so eine Insel, die sich durch die Teilung des Flusses hier ergibt, und diese Insel hat hier eine sehr große Fläche, die wir landwirtschaftlich nutzen können. Das sieht sehr gut aus. Dann kommen wir jetzt hier Richtung Süden. Ja, der Landteil ist wesentlich größer. Da hatten wir gerade auch fruchtbares Gebiet. Und hier sehe ich silbererzhaltiges Gestein. Oh, wir können Silber abbauen. Das ist sehr schön. Gut, dann gehen wir jetzt wieder Richtung Westen. Also diese Landmasse ist sehr groß. Auch nochmal hier fruchtbares Gebiet. Wir haben Waldbestände. Hier haben wir was? Ein Steinbruch. Super, hier können wir Marmor abbauen. Ja, gehen wir mal weiter. Richtung Westen. Ja, super. Das ist wirklich eine schöne große Karte hier. Ja, da können wir richtig gut bauen. Hier, das wird wahrscheinlich der Immigrationspunkt sein. Oh, hier haben wir ganz viel Sumpf. Gut, ja. Eine schöne Karte, muss ich sagen. Schön groß, fruchtbar. Und schauen wir mal, was wir alles so bauen und auch produzieren können. In der ersten Episode von Der Wahn des Midas können wir nur Wohnungen der Arbeiter errichten. Wir haben bei der Landwirtschaft leider nur die Rubrik Land und Meer. Ja, und hier haben wir auch nur den Jagdhof. Wir können noch nicht mal unsere Seeigelvorkommen hier nutzen. Bei Gewerbe haben wir nur Rohmaterialien, und zwar die Sägemühle. Okay. So, wir haben hier alle Bauoptionen, hier auch. Ja, bei der Wissenschaft können wir nur das Observatorium aufbauen und das Labor. Bei der Mythologie haben wir die Möglichkeit, schon Heiligtümer zu bauen, nämlich die Oase der Aphrodite. Ja, dann schauen wir mal direkt, welche Götter uns hold sind und welche nicht. Wir können Demeter, Ares, Aphrodite, Hephaistos, Hera und Atlas verehren. Unsere feindseligen Götter sind Zeus, Poseidon, Artemis, Hermes, Athene und Hades. Ja, das ist natürlich heftig, dass wir Zeus und seinen Bruder hier als feindseligen Gott haben und auch noch Athene. Wow, das wird sehr, sehr spannend werden. Allerdings haben wir Hera, die kann wenigstens ja ihren Gatten etwas im Zaum halten. Ansonsten ja, wird das schon sehr sportlich werden. Beim Militär haben wir nichts. Und bei der Ästhetik können wir nur Prachtstraßen und Alleen bauen. Das ist schon mal schön. Bei den Erholungsgebieten haben wir etwas, um unsere Stadt zu verschönern. Ja, und bei der Poseidon-Pyramide haben wir natürlich den kleinen Schrein für Aphrodite. Gut, ja, dann schauen wir mal auf die Weltkarte. Ja, unsere Stadt heißt Pergamon an der östlichen Mittelmeerküste in Kleinasien. Ja, und es gibt schon einige Handelspartner, nämlich mit Gordion, die Stadt von König Midas. Ja, und wir können hier Wein verkaufen. Ja, Thera ist unsere Kolonie und wir kriegen 5 Marmorplatten jährlich als Tribut. Verkauft uns neben Marmor auch Bronze und kauft Wolle. Wir haben Delos als unseren Verbündeten, da können wir aber noch nichts verkaufen oder einkaufen. Wir haben Epidauros. Wir können hier Seeigel und Fleisch verkaufen und wir können Wolle und Skulpturen kaufen. Delphi als unser Verbündeter kauft Orangen. Ja, und Atlantis
verkauft uns Orangen, schwarzen Marmor, Aurikal und Olivenöl. Dann haben wir auch noch einen Rivalen, nämlich Milet, braucht Weizen und Orangen. Ja, so sieht es also aus, was den Handel betrifft. Wir können eigentlich nur Fleisch verkaufen. Alles andere können wir entweder nicht produzieren oder das, was wir produzieren wollen, will keiner haben. Ja, was ist jetzt nun der Plan? Ja, irgendwo auf dieser großen Landmasse werde ich jetzt unser erstes Wohngebiet mal platzieren. Ich würde es tatsächlich hier hinbauen. Hier haben wir den Zugang zu dem Fluss für unsere Piere. Ja, wir produzieren natürlich dann Fleisch, so viel wie wir können, um das zu verkaufen und auch unsere Bevölkerung zu ernähren. Interessant wird, dass wir 2000 Einwohner in unserer Stadt beherbergen sollen und wir können kaum was produzieren. Das ist sportlich. Egal, wir beginnen jetzt und bauen mal das erste Wohngebiet auf. Hier haben wir jetzt unser Straßensystem für das erste Wohngebiet. Wir werden wieder ein klassisches Karree hier bauen. Und wir werden jetzt mal als erstes die Agua schon mal platzieren. Ja, die kann hier hin. So, und dann die Alleen schon mal bauen. So, dann brauchen wir natürlich den Brunnen, der kann hier hin, der Architekt kann hier hin, da müssen wir allerdings eine Sperre setzen hier. Ja, das ist ja doof, da habe ich ja hier so eine Kreuzung. Nee, das müssen wir anders bauen. Ja, Terra möchte seinen Tribut zahlen. Wir haben Jahresanfang und wir haben noch gar kein Lagerhaus. Okay, ja, 5 Marmorplatten leider nicht annehmen können. So, direkt wieder in den Pausenmodus. Das muss ich anders bauen. Und dann kommt hier hin. So, dann kommen hier 2 Sperren hin. Pausenmodus wieder aufheben. So. Gut, dann hätten wir das. Dann brauchen wir aber auch noch hier Sperren. Und hier. Gut, dann können wir schon mal den inneren, das innere Karree hier schon mal parzellieren. Bei Gewerbe noch schnell die Prioritäten. Bei Gesundheit und Sicherheit auf Hochstellen. Und dann können wir den Pausenmodus schon aufheben. Und dann warten wir auf unsere Mitarbeiter, ja, die jetzt benötigt werden, ich weiß. Ja, über diesen Immigrationspunkt, wie ich es mir schon gedacht habe, wandern unsere neuen Bürger in unsere Stadt ein. Dann dauert das noch ein bisschen. Und wir erfreuen uns nur einer mittelmäßigen Beliebtheit. Naja, gut. In der Zwischenzeit schauen wir noch mal ganz kurz, wer denn unser Fleisch kauft. Ja, das ist Epidaurus. Gut, und da können wir auch die Wolle einkaufen. Das ist sehr gut. So, und Epidaurus, da brauchen wir ein Pier. Okay. Ja, es ist natürlich sinnvoll, wenn wir hier entsprechend diese Insel erschließen, um später hier natürlich das fruchtbare Land zu nutzen. Und hier können wir ja auch Piere bauen. Ja, hier können wir eine Brücke bauen. Ja. Tja, und hier haben wir natürlich auch viel Wild. Dann könnten wir doch hier auch noch eine Brücke bauen, oder? Ja, hier geht's. Hier geht's allerdings auch. Ich glaube, das ist sogar besser, oder? Das ist doch ein bisschen sehr groß, die Brücke. Das kostet uns ziemlich viel Geld. Bauen wir sie so. Okay. Dann könnten wir hier schon mal, kommen wir an diesem Stein vorbei, ja.
das schon mal so bauen. So, da sind unsere Bürger, die die Parzellen besiedelt haben. Beginnen wir sofort mit der Nahrungsproduktion. Da bauen wir erstmal das Silo. Das Silo baue ich hier hin. Und dann Jagdhöfe. Dann baue ich mal direkt 3. Oh, der eine war verkehrt. So, und hier brauchen wir natürlich auch einen Architekten. Ja, den würde ich hier hinbauen, weil hier möchte ich später auch entsprechend Lagerhäuser bauen, wobei wir, glaube ich, schon ein Lagerhaus bauen können. Ja, das habe ich doof gebaut. Ich will hier die Straße noch weiterführen. So. Dann baue ich den nächsten Jagdhof wohin? Ja, schon 100 Personen in unserer Stadt. Ach, lassen wir es einfach mit den Zweien. Arbeitsmarkt sieht sowieso noch so aus, dass wir Arbeiter brauchen. Allerdings hat sich das jetzt gleich schon hier ausgeglichen. Das ist sehr gut. Naja, ich habe die Jagdhöfe doch nochmal neu gebaut. Das gefiel mir nicht mit dieser Lücke dort. Ja. Dauert das jetzt noch ein bisschen mit der Jagd. Unsere Jäger machen sich wieder auf den Weg. Ja, wir sollten auf jeden Fall auch noch die Klinik bauen. Die wollte ich hier hinbauen. Dann brauchen wir aber noch hier entsprechend Sperren. Ja, da auch noch. So, wir können schon mal den Weg hier entlang führen, um das hier anzuschließen. Wir müssen jetzt nur gucken, wir haben ja nur das Observatorium und die Erfinderwerkstatt bzw. das Labor. Das Labor soll hier hin. Es ist ja doch ein großes Bauwerk. Ja, das sollte keine Verbindung zu der anderen Straße haben. Das heißt, ist denn hier schon so rum, ne? Ah, verkehrt. So. Okay. Dann passt das hier ganz gut. Da kommen unsere Jäger mit ihrem erlegten Wild. Das heißt, wir können schon mal den Lebensmittelhändler hier aufbauen. So, das sieht eigentlich alles gut aus. Ist ein bisschen weit, ne? Die Agora zu dem Silo. Vielleicht müssen wir hier auch nochmal ein Silo aufbauen. Ja, und wir sollten relativ schnell auch schon unseren Stadtpalast bauen und Steuern eintreiben. Wir parzellieren mal hier den Bereich. Das passt nämlich sehr gut. So, die Frage ist, wo bauen wir das Pier von Epidaurus auf? Hier könnten, nee, hier können wir es nicht bauen. Hier? Nee, wenn dann hier, ne? Müssten wir den Weg, glaube ich, anders bauen. Ich guck mal eben. Ich meine, man kann es auch hier hinbauen. Also hier passt nichts. Hier würde es passen, aber dann passt das nicht mit meinem Labor. Hier passt es. Ja. Bauen wir es hier hin. Dann kommen wir doch hier mit dem Weg auch noch geschmeidig dran vorbei. Und wir können hier entsprechend den Architekten bauen. Sperren nicht vergessen hier.
So, die Nahrungsmittel sind angekommen. Das ist soweit ganz gut. Ja, wir sollten mit dem einzigen Exportgut auch jetzt entsprechend mal Geld verdienen. Mit dem Fleisch. Ich würde jetzt Folgendes machen. Ich würde hier ein Warenlager aufbauen. Ja, das passt. Dieses Warenlager soll die Wolle annehmen. Ja, so 12 Einheiten. So, und hier können wir jetzt Wolle einkaufen. Die 12 Einheiten. Und wir verkaufen jetzt Fleisch. Wir können nur 12 Einheiten hier verkaufen. Das ist ja echt wenig. Komm, dann kaufen wir auch nur 6 Einheiten Wolle ein. Hier werden auch nur 6 Einheiten Wolle eingelagert. So, und jetzt würde ich Folgendes machen. Tatsächlich hier nochmal 2 Jagdhöfe bauen mit dem Architekten. Und auch hier die Sperre nicht vergessen. Ja, und da wandern sie alle ein. Wir brauchen jetzt natürlich ein Warenlager auch hier, welches die Wolle natürlich fordert. Gut. Arbeitsmarkt, ja, da kann jetzt erstmal hier fleißig eingewandert werden. Ja, und ich wollte ja eigentlich meinen Stadtpalast noch bauen. Dafür parzellieren wir jetzt hier auch nochmal. Wir brauchen aber noch Platz für das Steuerbüro. Ne? Da passt es nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber ist egal. Und dann bauen wir hier unseren Stadtpalast auf. Ja, und ihr seht, das Fleisch wird jetzt direkt aus dem Silo zu unserem Pier gebracht. Das heißt, wir müssen dieses Silo auch einstellen, dass Fleisch geholt wird. Wir stellen das mal auf 12 Einheiten. Hallo, geliebtes Wesen. Wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. Ja, Aphrodite ist in unserer Stadt und wir sind beliebter als türkischer Honig. Alles wunderbar. Da kommt unser Handelspartner aus Epidaus und die Wolle wird eingekauft. So, und wir haben natürlich vergessen, unsere Warenlager einzustellen. Wieder kann Terra uns kein Marmor geben. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, das sollten wir jetzt mal ändern. So, gut. Ja, in der Stadt mangelt es an Nahrung. Ja, alles fließt hier in das Pier rein und unser Händler auf der Agora hat keine Nahrungsmittel mehr. Das ist schlecht. Okay, wir verkaufen jetzt mal die 6 Einheiten Fleisch. Oh, und wir sind im Minus. Ups. Ja, wir können jetzt keine Wolle mehr einkaufen. Und wir kriegen eine Unterstützung von Epidaurus. Oh, nochmal 2000 Drachmen, sehr gut. Ja, das Fleisch können wir im Moment nicht verkaufen, das geht nicht. Wir müssen unseren Bevölkerung erstmal damit versorgen. Ja, mit dem Geld, was wir jetzt hier bekommen haben, ja, und mit den Arbeitslosen, die wir haben, bauen wir unseren Stadtpalast schon mal auf. Den wollte ich ja, wie gesagt, hier hinbauen. Ja, wir lassen noch ein bisschen Abstand zu den Gebäuden. So. Passt das?
Oh ja, das passt sehr gut sogar. Ja, und dann machen wir das doch so. Ja, wir müssten hier allerdings dann Sperren bauen, damit der Architekt da nicht die ganze Zeit entlang läuft. Dann machen wir das so und so. Und dann bauen wir einen Architekten dann jetzt hier auf. Oder hier. Ja, diese Entscheidungen. Bauen wir ihn hier auf und dann bauen wir sofort das Steuerbüro auf. Ja, das kann direkt hier hin. Ja, unsere Jäger müssen doch ganz schöne Strecken hier gehen, um an die Ressource Wild zu kommen, sehe ich gerade. Ja, und hier stapelt sich jetzt das Fleisch. Dann verkaufen wir es jetzt doch wieder. Oder bauen wir jetzt doch hier noch ein Silo auf? Naja, ein bisschen was haben wir jetzt im Silo. Das passt ja ganz gut. Ja, aber es wird immer erst die Handelsposten oder die Piere entsprechend mit Nahrungsmitteln versorgt, beziehungsweise mit Exportgütern. Ja, und hier haben wir schon eine Rückentwicklung. Zu wenig Nahrungsmittel. Nee. Das ist echt schwierig hier gerade. Nee, wir können hier kein Fleisch verkaufen. Das geht nicht. Wir können hier auch kein Fleisch im Lagerhaus einlagern. Das geht ja gar nicht. So, Arbeitsmarkt ist okay. Ja, wir benötigen Mitarbeiter. Dann parzellieren wir hier auch nochmal. Ah ja, das passt ganz gut. Dann kommt hier entsprechend das Observatorium hin. Diese erste Episode ist gar nicht so einfach. Ja, wir schauen mal, was brauchen wir eigentlich für den kleinen Schrein der Aphrodite? Den könnten wir ja eigentlich hier so hinbauen, oder? Also so. Ach ja, komm, bauen wir ihn so. Dann müssen wir ein Stückchen Straße hier wegnehmen mal. Passt nicht ganz so toll. Sowas mag ich ja eigentlich gar nicht, ne? Wenn das nicht so schön symmetrisch ist. Ja gut, komm, dann bauen wir ihn jetzt so. Meine Güte. Was brauchen wir denn? 16 Marmorplatten, eine Skulptur und 4 Ladungen Orchikal. Okay. Ja, den Marmor kriegen wir ja. Geliebtes Wesen, wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. So, wir haben jede Menge Arbeitslose. Ja, wir können schon mal eine Kunsthandwerkergilde hier aufbauen. Das bauen wir auch mal so. Mit den Sperren, da kann hier der Architekt auch da mal nach dem Rechten schauen. Dann machen wir es direkt so, ne? Hä? Was ist hier los? Warum bauen die auf einmal so viel? Okay. Also wir brauchen 16 Marmorplatten jetzt nur noch und eine Skulptur und 4 Ladungen Orchikal. Die Skulpturen
Ja, wir müssen eigentlich Skulpturen und Orikal einkaufen oder fordern. So, Epidaurus verkauft uns Skulpturen und Atlantis würde uns das Orikal zur Verfügung stellen. Okay. Dann baue ich noch ein Warenlager hier auf. Oh, hier passen 2 Warenlager hin. Das finde ich ja gut. Mache ich das mal direkt so. 2. Und dann kann hier Skulpturen angenommen werden. Und hier können Orikal angenommen werden. Marmor. Und von mir aus auch noch Skulpturen. So. Ja, die Marktfrau hat jetzt endlich mal jede Menge Nahrungsmittel. Gut, aber wir haben bald kein Geld mehr. Wir können aber schon mal auf der Agora den Wollhändler aufbauen. Okay, dann würde ich jetzt mittlerweile schon 500 Personen in unserer Stadt Pergamon. Ja, wieder etwas Fleisch verkaufen hier. Und dann könnten doch schon mal Atlantis. Ach nee, wir können ja bei Atlantis überhaupt nichts fordern. Aber wir könnten bei Epidaurus die Skulpturen fordern, aber wir haben leider keine Möglichkeit, weil unser Ansehen zu niedrig ist. Okay. Gar nicht so einfach hier. Ja, ich glaube, wir bauen hier ein Silo auf. Einfach damit das Fleisch hier ins Silo kommt. Das stapelt sich ja hier schon. So, jetzt sind die Karrenschieber auch wieder bei den Jagdhöfen angekommen. Wir müssen ja echt ziemlich weit da gehen. Und jetzt haben sie es, glaube ich, nicht weit, um das Fleisch direkt ins Silo zu verfrachten. So, jetzt können wir unsere Marmorplatten endlich mal annehmen, aber wir müssen das Orikal einkaufen. Dafür brauche ich aber das Pier von Atlantis. No, und ich habe fast kein Geld mehr. So, das Pier von Atlantis, das kann hier hin. Oder? Ja, hier passt es auch noch hin, ne? Ja, dann bauen wir es doch eher hier hin. Ah, nein! Keine Verbindung zum Meer. Ach, das ist aber ärgerlich jetzt hier. Dann bauen wir es doch hier hin. Oh, Gornion schenkt uns Wolle. 6 Stränge Wolle. Oh, wunderbar. Dann brauchen wir da schon mal nichts mehr einzukaufen. So, jetzt können wir etwas Fleisch hier mal verkaufen. Ja, Gott sei Dank mal wieder etwas Geld hier verdient. So, dann kaufen wir jetzt hier das Orikal ein. Wir brauchen nur 5 Barren. So, und die Sperre kann hier weg. Dann bauen wir das so. Dann kann der Architekt da entlang gehen. Wenn er das tut. Ja, das tut er. Das sieht gut aus.
Hier ist jetzt etwas Fleisch im Silo und unsere arme Marktfrau geht hier echt den langen Weg. Oh Gott, die Ärmste. So, und dann wird jetzt wieder 6 Einheiten Fleisch verkauft. Ja. Damit haben wir jetzt die 12 hier entsprechend schon für dieses Jahr verkauft. Ja, und in den Silos ist echt nichts drin, ne? Aber wenn wir jetzt das Pier mit 6 Einheiten Fleisch füllen, müsste der Rest ja alles ins Silo gehen, ne? Da wird unser Aurikal eingekauft. Sofort den Einkauf wieder stoppen, weil wir sind hier im Minus. Oh, wir kriegen, glaube ich, kein Geld mehr, oder? Oh doch, wir kriegen eine Unterstützung von Delos. Nochmal 1500 Drachmen. Wow. Glück gehabt. Ja, unsere Bürger wollen natürlich jetzt Wissenschaftler haben. Wie sieht denn der Arbeitsmarkt überhaupt aus? Oh ja, wir müssen dringend was tun. Also wir können hier noch eine Parzelle bauen. Ne, hier kann auch noch eine Parzelle hin. Ne? So, hier kann eine Parzelle hin. Und hier. Okay. Und dann kann hier das Observatorium hin. Ne? Ja, genau. So, in dem Pier von Epidaurus ist jetzt entsprechend 6 Einheiten Fleisch drinnen. Und jetzt müsste das restliche Fleisch eigentlich alles ins Silo gebracht werden. Also, so ist meine Theorie. Ich hoffe, es stimmt. Ja, wir können natürlich das Pier von Atlantis abreißen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Es sei denn, wir wollen noch irgendwie Orangen. Ach, wir könnten Orangen einkaufen, um unsere Nahrungsmittel ein bisschen aufzufüllen. Und hier müssen wir auch das Olivenöl einkaufen. Ja, stimmt. Nee, abreißen können wir das jetzt nicht. Ja, wie teuer sind denn Orangen überhaupt? Gucke ich mal eben. Orangen 40. Oh, sind sogar noch teurer als Fleisch. Okay. Ja, jetzt wird hier das Fleisch direkt in das Silo eingelagert. Ja, das gefällt mir jetzt besser. Ja, und die Marktfrau hat auch gut bei dem anderen Silo einkaufen können. Das ist jede Menge an Nahrungsmittel, endlich. Ja, ich glaube, das haben wir jetzt geschafft, dass wir Export und Versorgung der Stadt mit Fleisch gewährleisten können. Gut, ja, sorgen wir mal für Wissenschaft hier. Wir fangen mit dem Labor an. Dafür brauchen wir eine Erfinderwerkstatt. Die würden aber genau hier hinpassen, ne? Die beiden Bauwerke. Gucke ich mal eben. Erfinderwerkstatt. Na gut, ich kann es auch so bauen, ne? Ah. Bauen wir es so. Und dann kann das Labor hier hin. Nein! Ach, das war natürlich verkehrt gewesen. Da kann keine Parzelle hin, da muss man Labor hin. Nämlich so. Und dann brauchen wir aber hier noch Sperren. So passt es. Ja, das Silo füllt sich jetzt hier allerdings. Das kann man natürlich jetzt auch auf Maximum stellen, ne?
Ja, es ist schon recht knifflig hier. Aber ich glaube, haben wir jetzt ganz gut geschafft. Ja, wir müssen natürlich irgendwie nach dieser Skulptur gucken. Die müssten wir ja einkaufen. Ne? Wir brauchen hier nur eine Skulptur. Und die könnten wir ja tatsächlich hier bei Epidaurus einkaufen. Eine Skulptur. So. Ja, den Marmor kriegen wir ja jetzt bald im neuen Jahr. Wir brauchen nur noch 12. Okay. So, unsere Wohngebiete bzw. unsere Wohnhäuser entwickeln sich weiter. So, da kommt unser Handelspartner. Wir können jetzt hier eine Skulptur kaufen. Na gut, direkt den Verkauf wieder stoppen. So, wir kriegen wieder unsere 5 Marmorplatten. Wunderbar, da kann es dann da auch weitergehen. Ja, mit den Wissenschaftlern und der Wolle haben sich unsere Wohngebäude richtig gut weiterentwickelt. Jede Menge neue Bürger, die in unsere Stadt einwandern. Oh, Januar. Ein neues Jahr beginnt. Können wieder Fleisch verkaufen, das ist gut. Wolle brauchen wir noch nicht. Ja, und wir haben mittlerweile das Haus. Also, das ist das, was wir brauchen. Allerdings brauchen wir 2000 Einwohner in unserer Stadt. Ja, und ich möchte eigentlich kein zweites Wohngebiet jetzt hier noch entwickeln. Das heißt, wir werden hier dieses Wohngebiet maximal entwickeln. Ja, Arbeitsmarkt. Oh ja, da haben wir jetzt jede Menge Bürger, die einwandern. Ich meine, wir könnten natürlich etwas Holz schon produzieren und das dann verschenken. Warum nicht? Also wir können zwar mit Holz jetzt erstmal nichts anfangen. Ja, hier haben wir ja große Baumbestände. Ziehen wir den Weg mal so weit. Und zwar so weit, dass wir hier zu diesen Silbervorkommen kommen. Und dann machen wir das nämlich so. Ja, viel bauen kann ich jetzt eigentlich nicht, weil ich habe kein Geld mehr. Warte darauf, dass jetzt hier das Fleisch verkauft wird. Aber da kommt unser Handelspartner. Gut. Ja, wunderbar. Dann können wir ein bisschen Fleisch jetzt mal hier verkaufen. Gut, ja, dann würde ich jetzt hier mal ein paar Sägemühlen bauen. Nur 3 Stück. Tja, das Warenlager. Wenn wir hier hinbauen mit dem Architekten und dann bin ich schon wieder im Minus. So, jetzt sind die Silos aber gut gefüllt, dass jetzt hier die 6 Einheiten Fleisch direkt eingelagert werden können. Da kommen sie schon. Die Waren. Und dann hoffe ich mal, dass wir gleich wieder im Plus sind. Ja, und wir kriegen nochmal eine Unterstützung von Gordion. 3000 Drachmen. Oh, man ist ja sehr spendabel. Das ist ja wirklich gut hier. Ja, bin sehr froh, dass wir das mit der Fleischversorgung jetzt hier hingekriegt haben und dass wir auch nochmal so viel Geld von unseren Verbündeten bekommen haben. Und wir haben schon 1000 Personen in unserer Stadt Pergamon. Wir haben immer noch jede Menge Arbeitslose. Oh Gott.
Ich weiß gar nicht, was ich hier noch bauen soll. Wir könnten Terra fragen, ob sie uns Marmor gibt. Oh, das würden sie sogar machen. Ach, das ist ja gut. Dann tun wir das. Dann kann es hier auf unserer Baustelle aber weitergehen. Aber ich muss trotzdem irgendwie gucken, dass ich hier Arbeitsstätten zur Verfügung stelle. Ja, wir können natürlich noch Piere bauen und auch die Handelsposten, obwohl wir sie eigentlich gar nicht brauchen, ne? Hier passt kein Pier hin, hier nicht, hier nicht. Hier? Oder hier? Hier passt eins hin. Oder so. Das ist eigentlich egal, ne? Da bauen wir es so. Okay, dann können wir hier noch einen Architekten hinbauen. So, und dann passen doch hier Handelsposten hin, oder? Oder wir bauen es so. Ich glaube, wir bauen das so. Ja, das gefällt mir besser. Dann bauen wir hier die beiden Handelsposten noch hin. So, und dann können wir das hier so schließen. Oh doch, das ist doch schön. Das gefällt mir. So, komm, dann bauen wir hier auch noch eine Sägemühle auf. Ja, das mit den Sperren können wir aber auch jetzt wieder anders machen, nämlich so, wenn wir jetzt hier einen Architekten haben. So, wir kriegen nochmal 6 Marmorplatten von Terra. Vielen Dank. Mit unserem kleinen Schrein der Aphrodite geht es jetzt auch, Gott sei Dank, voran. Stadtkasse passt auch gut. Fleischexport funktioniert auch gut. Im Moment bin ich ganz zufrieden, außer mit den Arbeitslosen. Da bin ich auch nicht ganz sicher, was ich noch bauen soll. Weil wir brauchen nochmal fast doppelt so viel an Einwohnern in unserer Stadt. Aber jetzt bauen wir erstmal diesen Schrein hier zu Ende. So, da wird die Skulptur auch schon gebracht. Ja, sehr gut. Dann haben wir das gleich auch schon fertig. Ja, wunderbar. Der kleine Schrein für Aphrodite ist fertiggestellt. Gut, die Kunsthandwerker-Gilde brauchen wir jetzt da nicht mehr, aber ja, das Pyramidenziel ist erreicht. Ich werde jetzt hier ein paar Kunsthandwerker-Gilden bauen, nämlich mal 3 Stück. Die können immer ganz viele Arbeiter aufnehmen. Und dann kriegen wir nämlich unsere Arbeitslosenquote schön runter. Ja, sehr gut. So, dann brauchen die nämlich jetzt weitere Wissenschaftler.
jetzt bauen wir das Observatorium. Dafür brauchen wir natürlich die Universität. Die kann dann jetzt hier hin. So, ja, doch, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Und dann kann das Observatorium hier hin. So, wir stellen mal eben kurz die Warenlager ein. Also hier wird ja nur Wolle entsprechend geholt. Marmor brauchen wir jetzt nicht mehr hier angenommen zu werden. Das machen wir jetzt hier. So, hier kann auch Rikal und Skulpturen angenommen werden. Und dann bauen wir noch ein Warenlager hier auf. Das soll nämlich das Olivenöl später holen. So, Wolle haben wir noch, Gott sei Dank. Ja, hier haben wir auch jede Menge Holz schon im Warenlager. Das könnten wir jetzt mal verschenken. Unser Verbündeter Epidaurus kriegt jetzt mal Holz geschenkt. Großes Geschenk Holz, bitteschön. Könnte man nachher eventuell nochmal Wolle fordern, aber im Moment denke ich mir mal, reicht das noch. So, ja komm, dann verschönern wir hier noch ein bisschen was. Bei unserem Schrein. Ja, Epidaurus dankt fürs Geschenk, was es nicht brauchte, egal. Ach nee, komm, dann machen wir hier, glaube ich, nur Straße, das ist auch gut. Ja, das gefällt mir besser. Dann fällt diese Unregelmäßigkeit auch nicht so stark auf, die mich ja immer maßlos stört. Hallo, geliebtes Wesen. Wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. Ja, und der Astronom ist auch schon in der Stadt. Die Wohngebäude entwickeln sich weiter. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob wir die 2000 Einwohner überhaupt mit diesem Ausbau hinbekommen. So, Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute, beziehungsweise den Tribut von Terra entgegen. Ja, wir müssen, glaube ich, jetzt doch bald mal Wolle einkaufen, beziehungsweise wir können die gleich mal fordern. Weil wir müssen ja jetzt als nächstes Olivenöl einkaufen. Jawohl. Naja, und Verschönerungen müssen wir auch haben. Aber wir haben ja schon ein Denkmal hier. Das könnte man in die Mitte setzen. Aber ich denke mir mal, das müssen wir irgendwie anders bauen. Wir haben ja aber noch andere entsprechende Zierelemente. So, Gordian schenkt uns Drachmen. 2400 Drachmen. Ja, vielen Dank. Naja gut, dann könnten wir jetzt auch, glaube ich, Wolle wieder einkaufen. Das sollten wir uns jetzt leisten können. Allerdings kann man auch nochmal fragen, ob sie uns Wolle geben. Ja, das tun sie. Wunderbar, vielen Dank. Kriegt ihr nachher nochmal Holz. So, dann kann wieder Fleisch verkauft werden. So, und wir gucken mal auf die Ziele. Wir sehen, wir haben die 1000 Personen in der Kategorie Haus schon erreicht und wir haben den kleinen Schrein für Aphrodite gebaut. Was uns jetzt fehlt, ist die Bevölkerung von 2000 Einwohnern. Ja, wir starten die Entwicklung, indem wir jetzt bei Atlantis das Olivenöl einkaufen. Geld haben wir ja jetzt mittlerweile. Ja, und da wandern sie ein. Jede Menge neue Bürger. Ja, ein bisschen Verschönerung könnten wir auch schon mal machen. Ne? So ein Vogelbad passt doch hier wunderbar hin.
Und eine Bank gibt es auch. Ach nee, eine Bank gibt es noch nicht. Dann gibt es Vogelbäder. So, unser Olivenöl wird eingekauft. Dann können wir auch direkt den Ölhändler hier aufbauen. So, wir kriegen nochmal 6 Stränge Wolle. Wunderbar. Ja, Arbeitslosenquote ist noch in Ordnung, aber wie gesagt, es wandern jede Menge neue Bürger ein. Also ich glaube, wir schaffen das mit den 2000 Einwohnern hier mit diesem Wohngebiet. Ja, und unser Ölhändler hat es endlich geschafft und hat das Olivenöl. Ja, und wir haben schon fast 1500 Einwohner in unserer Stadt. Allerdings haben wir auch 11% Arbeitslosenquote. So, da entwickeln sich unsere Wohngebäude weiter. Mal schauen, wie weit sie sich entwickeln. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, wir brauchen noch keine Verschönerungen zu bauen. Ja, wir haben wieder jede Menge Holz. Das können wir verschenken hier. Gordion hat uns ja auch schon unterstützt mit Drachmen. Die kriegen jetzt erstmal auch Holz. Großes Geschenk. Dann können wir nachher nochmal hier unseren Verbündeten Epidaurus auch nochmal Holz schenken. Wir könnten natürlich auch noch eine Sägemühle hier bauen. Ja, dann schauen wir mal. Hallo, geliebtes Wesen. Wer mich verehrt, dessen Volk wird niemals mehr die Umarmung der Stadt verlassen wollen. Ob wir mit dem Ausbau so hinkommen, ich glaube nicht. Also wir müssen wahrscheinlich doch noch Verschönerungen bauen. Die Frage ist immer noch, baue ich jetzt dieses Denkmal hier in die Mitte? Hat es dann genug Wirkung? Oder baue ich es lieber hier jetzt erstmal so hier hin, wie ich es eigentlich immer baue, ne? Ja, komm, bauen wir es mal so. Das sollte eigentlich reichen, um den ganzen Bereich hier aufzuwerten. Huch! Okay, also ein Denkmal hat tatsächlich gereicht. Ja, damit sollten wir aber jetzt die 2000 Einwohner hoffentlich hier erreichen in unserer Stadt. Ja, wir müssen wieder ein paar Kunsthandwerkergilden bauen. Die bauen wir mal hier auf. Direkt auch mal 3 Stück. Ja, also Kunsthandwerkergilden sind einfach super, um jede Menge Arbeiter aufzunehmen. So, Gordian dankt für das Geschenk. Bitte gerne. Tja, mit der Wolle. Ich glaube, Olivenöl müssen wir jetzt erstmal nicht mehr einkaufen. So, wir nähern uns allmählich der 2000 Einwohner-Marke. Allerdings müssen wir schon wieder Kunsthandwerkergilden bauen hier. Ja, hier dieses eine Wohnhaus ist noch nicht entwickelt. Das könnten wir mit einem Blumengarten vielleicht hinbekommen.
Ja, haben wir hinbekommen. Und hier auch dieses Wohnhaus noch nicht entwickelt. Auf jeden Fall so maximal. Ja, und schon wieder 10% Arbeitslosenquote. Wieder eine Kunsthandwerkergilde. So. Ja, Wolle haben wir jetzt nicht mehr. Die müssen wir jetzt tatsächlich mal einkaufen wieder. Das müssen wir hier mal einstellen. Wolle kann wieder eingekauft werden. Das Jahr ist ja bald zu Ende. Nein! Hier ist Olivenöl eingelagert worden. Ich habe vergessen, das hier nur für Holz einzustellen. Das ist doof. Naja, gut. Wir verschenken nochmal Holz an Epidaurus. Großes Geschenk, bitteschön. Und dann haben wir auch wirklich genug jetzt an Olivenöl in unserer Stadt. Ach, schon wieder 11% Arbeitslosenquote. Ja, wie gesagt, hier Kunsthandwerkergilden, damit kriegt man es runter. Ja, und wir haben 1912 Einwohner in unserer Stadt. Ich denke mir mal, wir haben gleich die erste Episode des Abenteuers Der Wahn des Midas erfolgreich abgeschlossen. Ja, und damit haben wir es geschafft. 2000 Personen nun in unserer Stadt Pergamon. Die Episode ist somit erfolgreich abgeschlossen. Alle Ziele sind erreicht. Ja, hier sehen wir nochmal, wir haben alles soweit geschafft. Wir kriegen nochmal unseren Tribut. Pergamon blüht und trägt erste Früchte. Aphrodite wird sicher stolz sein, dass unsere neu erbaute Stadt durch ihre Anmut geziert wird. Nebenbei bemerkt, dieses Griechenland ist sehr merkwürdig. Die Menschen hier essen kleine, stachelige Tiere, die sie zuvor aus dem Meer gefischt haben. Es zeigt sich einmal mehr, dass die barbarische Lebensart der Ureinwohner der atlantidischen Würde nicht das Wasser reichen kann. Aber eins muss man ihnen lassen, die Dinger schmecken nicht so schlecht. Doch nicht einmal fähige Steinmetze scheint es hier zu geben. Zwar haben wir unlängst ein Vorkommen fast reinsten schwarzen Marmors entdeckt. Die anspruchsvolle Bearbeitung ist den Leuten hier aber unbekannt, sodass uns die Anwerbung fähigen Personals für den Abbau nicht möglich ist. Aus diesem Grund haben wir bereits eine Order nach Atlantis entsandt, um demnächst einige Experten der besten Handwerksgilde bei uns begrüßen zu dürfen. Vorerst warten jedoch andere Herausforderungen auf uns. Ja, die erste Episode dieses Abenteuers war schon recht knifflig. Ich bin sehr gespannt, was uns noch bei den anderen Episoden alles so erwartet. Ich hoffe, ihr seid mit dabei und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Dominus.